Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bereite ich für euch Pelmeni vor. Das ist ein russisches Teiggericht mit Hackfleischfüllung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Für den Teig benötigen wir 500 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Salz, ein Ei und etwas lauwarmes Wasser. Beim Wasser kann ich dir leider keine Mengenangabe geben, da ich das immer nach Gefühl mache und daher nicht nach Rezept arbeite. Als Faustregel gebe ich dir mit, dass du nur so viel Wasser benötigst, bis du einen festen Teig bekommen hast. Also gieße am besten dann immer nur etwas Wasser hinzu und knete das unter, sodass du dann den Teig rausbekommst. Der Teig sollte am Ende nicht klebrig sein und auch nicht an deinen Händen kleben bleiben. Nun deckst du nur den Teig mit Frischhaltefolie ab, sodass da keine Luft rankommt, und legst den Teig dann für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit können wir uns dann um die Füllung kümmern, indem wir 500 Gramm Hackfleisch sowie ein Ei und etwas Salz und Pfeffer hinzugeben. Zuletzt reiben wir dann noch entweder eine große oder 2 kleine Zwiebeln fein hinein. Wir brauchen nämlich den Saft der Zwiebel für die Pelmeni. Wenn wir die Zwiebel fertig gerieben haben, dann nehmen wir die Hand zur Hilfe und vermischen alle Zutaten gleichmäßig miteinander. Da der Teig nun eine halbe Stunde im Kühlschrank war, entfernen wir die Folie wieder und wir schneiden ein kleines Stück Teig ab für die Weiterverarbeitung. Den Rest des Teiges muss man dann aber bitte wieder in die Folie packen, damit keine Luft rankommt und der Teig dadurch nicht trocken wird. Zunächst bemehlen wir die Arbeitsfläche und nehmen dann den Teig, den wir eben ausgeschnitten haben, und rollen diesen zu einer Schlange aus. Dann nimmst du ein Messer zur Hand und schneidest ca. 1 bis 1,5 cm dicke Teilchen ab. Du nimmst dann ein Teigteilchen, tunkst den in Mehl von der einen Seite und legst dann die Seite nach oben. Anschließend gehst du dann ca. 3 bis 4 Mal mit deinem Nudelholz drüber. So sollte dann dein fertig ausgerollter Teig aussehen. Im nächsten Schritt müssen wir dann den Teig mit der Hackfleischfüllung füllen. Am besten nimmst du noch einen Teelöffel zur Hand und befüllst den Teig mit dem Hackfleisch. Es sollte so viel Hackfleisch befüllt werden, dass du den Teig dann noch von beiden Seiten zuklappen kannst, um dann einen Halbkreis zu bilden. Beim Zuklappen des Teiges ist es sehr wichtig, dass du den Teig so zusammendrückst, dass die Füllung nicht rausfallen kann. Am Ende drückst du dann die Teigenden zusammen, sodass du dann die typische Pelmeni-Form rausbekommst. Den Vorgang wiederholst du dann so lange, bis der Teig und die Hackfleischfüllung aufgebraucht sind. Die fertigen Pelmeni können nun in kochendes Salzwasser gegeben werden und werden so lange gekocht, bis sie an der Oberfläche schwimmen. Dann nimmt man sie heraus aus dem Wasser und kann sie anschließend verzehren. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat und wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.